Hallo, ich begrüße euch zur Vorstellung unseres neuesten Custom Bikes und zwar auf Basis der BMW R18. Inspiriert waren wir diesmal durch den Autorennsport, insbesondere durch den Tourenwagen BMW M4 GT4 und das Bike sollte im Dragster-Style aufgebaut werden. Das heißt, es sollte breit und flach werden. Wir haben extra für dieses Bike ganz neue Anbauteile entwickelt, was ihr dann im Video seht. Wir haben ein komplett neues Heckteil gebaut mit integrierten Blinkern und Rück- und Bremsleuchte mit einer speziellen Sitzbank, das übrigens Plug-and-Play relativ einfach montierfähig ist. Also wir haben erstmalig ein Airride verbaut, also das Heckteil ist pneumatisch verfahrbar. Das zeige ich euch hier mal. Ich fahre es mal hoch. So, jetzt haben wir die maximale Stellung erreicht. Man kann das jetzt natürlich in dieser Stellung fahren, man kann es aber auch ein Stück runterlassen und kann es in dieser Stellung fahren oder man kann auch tatsächlich fahren im komplett eingefederten Bereich. Da ist unser bewährter Schwingenumbau auch schon drin, also eine Originalschwinge, die verbreitert ist, um einen 300er Reifen aufzunehmen, ein 300er Hinterrad. Also das Heckteil geht nicht nur beim 300er, sondern auch bei Umbau auf 240, bei dem man sich die Änderung der Schwinge sparen kann. Angeglichen haben wir das Ganze auch mit einer Vorderradverbreiterung. Wir fahren eine 4,5 x 18 Felge vorne mit einem 160er Reifen, haben dafür spezielle Gabelbrücken entwickelt mit aufgeschraubten Stummeln und auch eine Lampenmaske. Auch ist ganz neu von uns, die den Originalscheinwerfer der R18 aufnimmt. Also die kann auch an jede originale BMW R18 montiert werden. Auspuffanlage hatten wir lange überlegt, was wir nehmen. Am besten und zu diesem Style hat uns die Zart Auspuffanlage, die 2 in 2 gefallen. In dem Style, die wir aber modifiziert haben. Wir haben sie leicht angestellt im Winkel, die Endrohre, und haben sie schwarz Keramik beschichten lassen. Dann haben wir noch ein paar kleine Features, wie hier die Motorembleme aus dem vollen gefräst Racer und ein Tankdeckelcover, auch im Rennsportdesign. Und dann natürlich die Lackierung. Die Lackierung ist übrigens übernommen oder inspiriert, wurde der Lackierer von der Designstudie des M4 GT4 von einem japanischen Designer, der diese Lackierung letztendlich entwickelt hat. Sämtliche neu entwickelte Teile werden wir auch in Kürze im Onlineshop anbieten. Wie gesagt, sind eigentlich an jede R18 anbaufähig, und zwar Plug and Play. Wir werden dafür spezielle Haltesätze auch liefern. Noch ein Wort zu den Rädern, das hatte ich vorhin vergessen. Die Räder sind übrigens auch erstmalig von uns in diesem Bike verbaut. Die sind im Design des M4 GT4 Rennwagens gebaut. Sind dreiteilige Custom-Felgen in den Größen 10,5 x 18 hinten und vorne 4,5 x 18. Das Basisbike wurde uns von der Firma Motorrad Witzel, BMW-Vertragshändler aus Schweinfurt, zur Verfügung gestellt, mit dem wir auch das Projekt in Kooperation durchführen. Die R18 haben wir hier bereits teilzerlegt und beginnen nun mit dem Umbau der Anbauteile. Das Airride-Kit wurde uns von der Firma Arnaud zur Verfügung gestellt, um zu testen, ob es auch einfach anbaufähig ist und vor allem auch funktioniert. Das kann ich bereits vorwegnehmen, das passt perfekt und funktioniert auch einwandfrei. Hier kann man jetzt die Schwingenverbreiterung sehen, die wir im Hause ja schon öfter gemacht haben. Verantwortlich für den kompletten Umbau ist unser Metallbaumeister, der Thomas, der für sämtliche Anfertigungen der R18 Neuteile verantwortlich ist. Wie anfangs erwähnt, soll das Bike ja flach und breit werden. In diesem Fall haben wir uns auch dafür entschieden, ein breiteres Vorderrad einzubauen, nämlich einen 160er Reifen mit einer 4,5 Zoll Felge. Dazu haben wir neue Gabelbrücken entwickelt, die wir auf unserer CNC-Maschine hergestellt haben. Und ihr könnt sie hier schon teileingebaut mit dem Originalscheinwerfer sehen. Unser R18-Projekt wird ja an das Design des
M4 GT4 Rennwagens angelehnt. Deshalb haben wir uns entschieden, auch eigens dafür hergestellte Felgen zu entwickeln, und zwar im Design des Rennwagens des M4 GT4. Dazu haben wir CAD-Zeichnungen angefertigt und haben die Felgen dann auf unseren eigenen CNC-Maschinen gefräst. Die Felgen, Sterne und Ringe kommen dann zum Pulverbeschichten, werden danach nochmal im Bicolor-Design gefräst und anschließend zusammenmontiert. Um am Fahrzeug weiterbauen zu können, haben wir die R18 erstmal wieder auf die originalen Speichenfelgen gestellt, haben die Gabelbrücke mit Covers bereits eingebaut und fertigen nun die Lampenmaske. Bei der Lampenmaske wollten wir ein ganz eigenes Design machen, haben uns aber dann entschlossen, aus dem After-Sale-Bereich eine Rohlampenmaske einer Harley-Davidson zu nehmen, die wir dann aber komplett zerschnitten haben und an unsere R18 angepasst haben. Unsere Custom-Felgen sind vom Pulverbeschichten zurückgekommen und wir haben sie nun bereits in der verbreiteten Hinterradschwinge eingebaut. Nun beginnen wir mit dem aufwendigsten Teil des gesamten R18-Projekts, nämlich der Anfertigung des Heckfenders. Als erstes müssen wir die Mittigkeit des Rades im Fahrzeug exakt vermessen, um anschließend den Fender auch exakt mittig anfertigen zu können. Wir haben zuerst ein paar Skizzen angefertigt, wie der Heckfender aussehen soll. Eine CAD-Konstruktion wäre natürlich auch möglich gewesen, aber nachdem wir ja eher die Schrauber und Praktiker sind, haben wir uns entschlossen, den Fender direkt am Fahrzeug zu bauen. Als Basis haben wir einen 330er Rohfender genommen. Dann wurden verschiedene Bleche zugeschnitten und eingeschweißt. Dann wurden wieder Teile weggeschnitten und wieder neue Bleche dazu eingeschweißt, um eben das Design hinzubekommen. Sehr hilfreich ist es natürlich, wenn man jemanden wie den Thomas bei uns in der Werkstatt hat, der nicht nur handwerklich sehr geschickt ist. Er ist ja auch gelernter Metallbaumeister und er hatte auch ein gutes Auge für das Design und die Linie am Fahrzeug. Das Heckteil ist jetzt hier im Rohdesign zu sehen, wurde natürlich nochmal demontiert und dann komplett durchgeschweißt und verschliffen und zusätzlich wurde der Sitzbankträger auch angefertigt. Mit der Fertigstellung des Rohfenders und der Sitzbank sind im Großen und Ganzen die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen. Das Fahrzeug haben wir inzwischen auch umgesetzt, aus der Schweißwerkstatt raus in die Montagewerkstatt und hier sind dann schon einige pulverbeschichtete Teile verbaut. Ebenfalls haben wir Lampenmaske und Heckfender zu unserem Formenbauer KDF geschickt, der dann von diesen Prototypen Formen erstellt hat und wir dann beliebig viele Duplikate dort ordern können. Der Sitzbankträger wurde von uns in der Werkstatt dann selbst gepolstert, um die ideale Sitzposition zu erhalten. Die Nähte haben wir angezeichnet, die Konturen und haben die Sitzbank dann zum Polsterer Custom Seats geschickt. Als Vorderradkotflügel haben wir unseren GFK Mini-Kotflügel gewählt, den wir aber für den 160er Reifen verbreitet haben. Die Auspuffanlage haben wir erst zum Ende des Umbaus ausgewählt, weil wir nicht wussten, welche Anlage am besten dazu passt. Haben dann aber letztendlich uns für die Zart 2-in-2 Anlage entschieden. Da die nach unserer Ansicht am besten zum Design passt, haben die aber modifiziert für den 300er Reifen und haben die dann noch schräg angestellt. Nach Rücksprache mit unserem Lackierer, mit dem Siggi von Experience Colors, haben wir nun das Design festgelegt. Die Räder sollten eigentlich auch lackiert werden, aber er hat uns davon abgeraten, weil es erstens mal ein Wahnsinnsaufwand ist und zweitens auch technisch schwer umzusetzen ist. Deshalb hat er dann das Design am PC entwickelt und das wurde dann an die Firma One Wheel geschickt, die auf diese Felgenaufkleber spezialisiert ist. Die haben dann noch Änderungen vorgenommen, damit die Felgenaufkleber überhaupt hergestellt werden konnten. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Die waren da sehr kooperativ und wir haben die dann innerhalb kürzester Zeit geliefert bekommen und haben die dann aufgebügelt mit einem Heißluftföhn und anschließend sieht es wirklich aus, als ob es lackiert wäre. In der Zwischenzeit haben wir die Auspuffanlage zum Keramikbeschichten geschickt in mattschwarzer Optik und haben die dann angebaut. Und das seitliche Kennzeichen, übrigens auch aus eigenem Hause, wurde inzwischen auch montiert.
Die Lackierung und auch die Sitzbank sind inzwischen eingetroffen. Da muss ich nochmal den Michael von Custom Seats erwähnen und mich herzlich bedanken, dass er sich mächtig ins Zeug gelegt hat und die Sitzbank inklusive dem M-Streifen-Stick innerhalb von einer Woche geliefert hat. Die Lackierung laut dem Sigi Zimmer von Experience Colors war unfassbar aufwendig. Also er hat ca. 100 Stunden daran lackiert. Das sieht man auf den ersten Blick der Lackierung vielleicht gar nicht an. Aber da das so viele Farben und exakte Abgrenzungen mit Mustern und so weiter sind, ist es wirklich derart aufwendig gewesen, dass er sich da die Zähne dran ausgebissen hat. Aber er hat ein super Ergebnis hinbekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch an unseren Sigi Zimmer, der immer zuverlässig perfekte Arbeit liefert. Die R18 kommt jetzt zum Motorrad Witzel nach Schweinfurt, die durch ihre Erfahrungen aus den Becker Races ein neues Motormanagement aufspielen und da ca. 110 PS aus der R18 herauskitzeln. Das ist nun das Ergebnis und ich hoffe, es gefällt euch und vielen Dank fürs Zuschauen.